Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ihr habt es am Intro und am Thumbnail schon gesehen. Ich stelle euch heute von Kobi die 5816, die UH60, den Blackhawk von Sikorsky vor. Eine Limited Edition, die gerade ganz frisch hier auf meinem Bautisch gelandet ist. Gleich seht ihr sie auch, aber ich muss vorab etwas sagen. Ich habe vor 2 Wochen einen relativ emotionalen Post hier in der Community-Spalte, im Community-Tab verfasst, in dem ich mal mein Herz ausgeschüttet habe, weil ich mich zurzeit nicht ganz wohl fühle, militärische Sachen vorzustellen. Ich möchte mich da bei jedem einzelnen Kommentar dort bedanken. Ich habe vor dem Antworten viel nachgedacht. Manche habe ich auch gar nicht beantwortet, weil das Thema mir wirklich an die Nieren geht. Ich glaube, wie jeden da draußen. Eure Argumente sind aber teilweise auch schlüssig. Viele von euch haben gesagt, ja Jörn, aber du stellst es ja schon immer vor, da ändert die geopolitische Sache nichts. Andere sagen, sie konnten damit eh nie was anfangen und wieder andere sagen, ja Jörn, aber du erklärst ja auch, was, wie und warum es mit solchen Geschichten, mit solchen Geräten auf sich hat. Viele von euch haben aber auch darum gebeten, dass ich das Set hier heute euch vorstelle. Ich habe auf meinem Discord und privat und auf Instagram und auf vielen Kanälen halt diese Frage gehabt, was stellst du als nächstes vor? Und viele von euch haben sich da halt den Black Hawk gewünscht. Es ist diesmal was ganz Besonderes, dieses Review. Ich versuche halt auch nicht zu viel aufs Militärische einzugehen und dieser Hubschrauber hat ja auch, und so habe ich es auch im Intro gewählt, eine Aufgabe als Transporthubschrauber. Hier ist es ja angelehnt an die Marine One, an den Hubschrauber des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Seht ihr ja auch auf dem Kartondesign gleich. Und deswegen hat es für mich jetzt nicht so die Bauchschmerzen wie ein anderes Set, wie ein anderer Karton. Dennoch glaube ich, ist ganz wichtig, und das habe ich auch in einem der letzten Videos gesagt und in vielen anderen, glaube ich, dass Waffen keine Menschen töten, Menschen töten Menschen. Das ist ein Downer, aber mir geht es in letzter Zeit wahrscheinlich wie vielen von euch da draußen nicht gut. Und dieses Hobby hier in meinem Kanal ist aber wahrscheinlich eine Ablenkung für viele und für mich auch. Und auch wenn das hier mein Kanal ist, hier geht es ja gar nicht auch nur um mich, es geht ja auch um euch. Ich möchte Spaß haben, ich möchte, dass ihr tolle Gefühle habt, dass ihr lacht. Ihr könnt auch gerne über mich lachen, ihr sollt die Sets euch angucken und ihr sollt bei mir auch ein bisschen was lernen. Ich sage ja nicht umsonst immer, dass jedes Set eine Geschichte hat und die möchte ich erzählen. Und gerade bei Geräten, die als Waffen benutzt werden oder bei Waffen, finde ich es immer ganz wichtig, den Kontext mitzuliefern. Das tue ich und deswegen fällt mir dann auch in der Zeit jetzt das eine oder andere Review leichter. Ich werde trotzdem nicht die ganze Bandbreite an Kobi in nächster Zeit so veröffentlichen. Ich werde den Mark V euch vorstellen, das ist ein Panzer aus dem Ersten Weltkrieg. Ich denke mal, da ist die zeitliche Distanz auch eine andere und vielleicht kann man dazu auch was erzählen, was ein bisschen mir auf dem Herzen liegt um das Thema, wenn es um Panzer geht. Wie gesagt, trotzdem habe ich hier noch, seht ihr im Hintergrund vielleicht ein paar Alternativen, was Kobi angeht, denn Kobi hat ja nicht immer nur Kriegsspielzeug hergestellt, sondern auch viele andere Sachen wie Action Town oder sogar für andere Hersteller ganz normale City-Sets schon produziert. Das war jetzt ein etwas längeres Intro. Das Set hat auch 1000 Teile, es wird also kein kurzes Video. Vielleicht schaut ihr in einem Jahr dieses Video oder ich und wir können alle drüber lachen oder lachen wahrscheinlich nicht, aber alle drüber durchatmen, durchschnaufen und sagen, ja, es war eine blöde Zeit, aber sie ist vorbei. Ich würde mir das für viele, viele Menschen wünschen. Ich mache keinen Stream, ich mache keinen Spendenaufruf. Natürlich könnte ich meine Reichweite nutzen, aber ich finde, das kommt auch immer ein bisschen heuchlerisch rüber, weil damit man auch immer Aufmerksamkeit generiert und ich möchte nicht auf den Schultern anderer Menschen hier irgendwie Aufmerksamkeit generieren. Ich kann nur an euch appellieren, dass ihr bei der UNO, beim UNO-Kinderhilfswerk oder bei vielen anderen Aktionen spendet, Sachspenden macht. Das mache ich auch. Mein Edeka zum Beispiel hat so Körbe, wo man Lebensmittel reinpacken kann und die gehen dann direkt in den Osten. Ja, Freunde, das war jetzt der Downer
Und jetzt versuchen wir ein ganz normales Video zu machen über das Kobi-Set 5816, den Black Oak hier in der Limited Edition, die Nummer 58. Freunde, kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann packe ich den Karton aus und wir schauen ihn uns genauer an. Ja, Freunde, da haben wir den Umkarton vom Set hier auf dem Bautisch liegen. Ich wollte euch nur noch mal darauf hinweisen, hier die 58 als interne Nummer bei den Limited Editions, aber so ein brauner Karton ist ja relativ uninteressant. Schauen wir uns lieber mal den richtigen Karton an. Ja, Freunde, da haben wir den Karton hier auf dem Bautisch liegen. Ein großer Karton, ein Hochglanzkarton und schöne, fröhliche Farben. Ich als Blockstar kann nur sagen, dass ich die Farbkombination schwarz, hellblau und weiß ganz gut finde. Hier haben wir die Lizenz Sikorsky, den großen amerikanischen Hubschrauberhersteller, das Logo für die Limited Edition. Das Set kommt aus der Armed Forces Serie und hat 1080 Teile und 4 Minifiguren, nämlich 2 Piloten, einen, ja, entweder ist es einer vom Secret Service oder es ist der Präsident und einen Marine zum Salutieren. Ich hoffe, wir können ähnlich wie beim Huey hier diese Waffengondeln auch wegbauen. Und das Set kommt im Maßstab 1:32 daher. Dann schauen wir uns nochmal die Rückseite an. Wir haben hier schon mal, das kann man fühlen, einen großen Karton von Kobi, wo wir nur hier die Kleber aufschneiden können. Dann kommt alles raus. Ist immer ganz gut bei mir, weil ich schneide mich ja bei den verklebten Kartons oft fast in die Hände. Das Set wird groß, fast 53 cm und 16 cm hoch. Wir können die Türen aufmachen und hier können wir etwas verschieben. Da sehen wir das Gerät nochmal hier auf dem Stand und diese 4 Figuren. Da sehen wir, es ist der Präsident, 2 US-Piloten und eine Wache. Ja, und ganz wichtig hier das Zertifikat mit der 58, dann bei mir ein Originalfoto und hier die technischen Daten, die bekommt ihr ja bei mir sowieso im Video gleich beim Speedbild. Was ich noch ganz lustig finde, ist, dass Kobi wohl sehr, sehr viele Kataloge in 2021 gedruckt hat, denn diese beiden alten Kataloge lagen mit dem Karton bei. Gehen auf meinen Stapel, werde ich an euch verschenken, wisst ihr ja. So, Freunde, aber das ganze Gerede bringt nichts. Wir wollen ja wissen, was in diesem Karton steckt und das sehen wir auch gleich nach einem kleinen Schnipser. Ja, Freunde, da haben wir den ganzen Inhalt des Kartons auf dem Bautisch und wieder ganz wichtig zu gucken, wann wurde das Set produziert. Am 7.3.2022 im schönen Mielec. Hier haben wir die Anleitung, ganz wichtig, Pad Printed. Dieses ganze Set hat keine Sticker, kommt klammergebunden daher und hat uns auf der Rückseite wieder einiges zu bieten an Werbung für Sets, die es bei Kobi schon gibt und neue Sets, wie zum Beispiel die beiden F-16s und den Merkava. Und hier hinten die beiden großen Autos, den Opel Rekord und den Maserati, sowie hier noch 2 kleine Maseratis aus dieser Mini-Auto-Serie mit den vielen Formteilen, die aber auch ganz cool sind. Aber viel wichtiger ist, wie funktioniert eine Kobi-Anleitung. Ja, wir haben 4 Bautüten, das seht ihr hier schon. 1, 2, 3, 4. Da ist die 4, vorne die 1. Und wir sehen hier zum Beispiel immer auf der ersten Seite, was für Slopes wir haben, in welchen Winkeln, ist immer ganz wichtig. Wir haben Anlegehilfen für unsere Tiles, also eine Legende. Und was wir bauen, ist farblich. Was schon gebaut wurde, ist hier so farbentsättigt in einen schönen Grau. Kobi hat keine Seiten, aber Bauschritte. Und wir haben dann, bis wir es fertig sind, mit dem großen Hubschrauber 184 Bauschritte und bei diesen Limited Editions ist es immer unten der Stand mit der gelaserten Plate und zu der kommen wir jetzt, denn hier haben wir das Zertifikat mit der 58 und die 1x6er oder 1x8er Plate mit der Bezeichnung, hier sogar Lizenzgeber drauf, den Namen und den Maßstab 1:32. Ja, Freunde, freut euch jetzt auf die Fakten, während ich dieses Set baue, denn ihr wisst ja, Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den Black Hawk, das zugrunde liegende Vorbild für unser Kobi-Set 5816.
Die Sikorsky UH-60 Black Hawk ist ein mittelschwerer Transporthubschrauber, der seit 1978 in verschiedenen Versionen von der US-Firma Sikorsky Aircraft Corporation produziert wird. Das UH-60A Black Hawk-Programm stellte eines der größten Beschaffungsvorhaben der US Army dar. Der Ursprung der H-60-Hubschrauberfamilie kann auf die Zeit des Vietnamkrieges zurückgeführt werden, als der Bedarf für einen neuen Mehrzweck-Hubschrauber immer dringender wurde, um den Bell UH-1 Huey abzulösen. Finde ich ganz interessant, denn dies ist ja auch mein zweites Hubschrauber-Video, da das erste ja auch die 2422 von Kobi war. Entsprechend der Spezifikationen für den neuen Hubschrauber wurden unter anderem eine hohe Überlebensfähigkeit des Militärhubschraubers gefordert, dass er selbst mit beschädigtem Heckrotor noch flugfähig bleibt, dass die Triebwerke bis zu 30 Minuten ohne Schmierung weiterarbeiten müssten und dass er ohne Zerlegen in Transportflugzeug befördert werden können sollte. Der erste YUH-60-Prototyp von Sikorsky machte am 17. Oktober 1974 in Stratford seinen Erstflug. Der Hubschrauber Black Hawk ist ein mittelschwerer zweimotoriger taktischer Mehrzweck-Transporthubschrauber für Allwetter-Tag-Nacht-Operationen mit 4-Blatt-Haupt- und 4-Blatt-Heckrotor plus Räderfahrwerk. Der Heckausleger ist klappbar, der Rotorkopf absenkbar und die Rotorblätter faltbar, um die Verladung in einem Transportflugzeug zu ermöglichen. Der Black Hawk verkraftet aufgrund seiner Robustheit enorme Beschädigungen. Das Fahrwerk verkraftet Sinkgeschwindigkeiten von bis zu 2,74 Meter die Sekunde und hilft bei Bruchlandungen mit, die Energie abzubauen. Einige schwere Unfälle haben die hohe Schutzwirkung des Rumpfes unter Beweis gestellt. Der am meisten vertretene Hubschraubertyp in Vietnam war die Bell UH-1 Aerocraw, auch Huey genannt, ein Vielzweck-Helikopter für Kampf- und Transportaufgaben. Tausende dieser Helikopter waren im Vietnamkrieg im Einsatz, wobei viele dieser Hubschrauber oft nur wenige Treffer aus einfachen Handfeuerwaffen zum Opfer fielen. Um diese Schwächen zu beseitigen, wurde 1972 das UTTRS-Programm (Utility Tactical Transport Aircraft System) der US Army initiiert, das die Grundlage für die Konstruktion des UH-60A Black Hawk bildete. Ab 1978 wurde dieser Helikopter das Lufttransportmittel des US-Militärs. Die leistungsgesteigerte L-Variante fliegt seit 1989. Über 2000 Maschinen der H-60 bzw. S-60-Serie sind seither für 24 Länder produziert worden. Die logistische Unterstützung des Herstellers reicht von der Personalausbildung bis zur Lieferung jedes benötigten Ersatzteiles innerhalb von 24 Stunden. Der Black Hawk wird von vielen Ländern auf der Welt eingesetzt, aber hierbei nicht nur militärisch. Herauszustellen ist hier vielleicht die rumänische Rettungsorganisation SMURD, also SMURD, die 12 Black Hawks im Einsatz haben bzw. diese 2021 bestellt haben. Bei dieser Organisation handelt es sich so um eine Art ADAC mit Feuerwehr THW gemixt. Trotzdem benutzen halt viele andere Staaten den Black Hawk militärisch, hier dann teilweise auch in verschiedenen Upgrade-Versionen. Dann bekommt der Black Hawk sogar andere Namen wie Thunderhawk, Jayhawk oder Seahawk. Die türkischen Forstwirtschaften nutzen auch den Black Hawk. Ja, Freunde, viel Spaß jetzt beim Review. Ich muss sagen, es war für mich im Vorfeld schwer, dieses Set hier euch vorzustellen. Es hat mich schon einige Überwindungen gekostet, dieses Video zu machen, da mich einfach die aktuellen Geschehnisse doch sehr mitnehmen, ich glaube, wie jeden normalen Menschen. Aber wie schon gesagt, viele von euch haben es sich gewünscht, viele von euch haben auch andere Ansichten und ich denke, hier auf meinem Kanal geht es ja auch darum, dass ihr Spaß habt. Und wenn ich euch ein bisschen von dem da draußen ablenken kann mit meinem kleinen Klemmbaustein-Geschichten-Infotainment-Kanal, dann habe ich doch schon eigentlich alles erreicht, was ich will. Daher euch jetzt viel Spaß beim Review zum Black Hawk. Ja, Freunde, nach 3 Stunden Bauzeit
der 1080 Steine steht er da, unser Blackhawk von Kobi in der Limited Edition. Ich bin ganz froh, hier die Limited Editions gebaut zu haben, denn so habe ich hier noch die Möglichkeit, diese Waffengondeln wegzubauen, denn wir haben hier einige Steine über, mit der wir auch die normale Version bauen können, ohne diese Raketenwerfer und Raketentragegondeln hier an der Seite. Das Set ist ein Brecher. Es sind 53 cm. Es ist ein Riesenteil. Man sieht es auch schon an diesem Doppelständer hier. Wir haben hier zwei Stützen. Ich halte euch im Vergleich mal hier den Huey daneben. Dann seht ihr mal ungefähr hier den Unterschied. Also der ist wirklich ein Tucken kleiner als der Blackhawk. Da seht ihr es. Also wirklich nochmal gut. Ja, hier, ne? Männer können schlecht einschätzen. Also der Blackhawk ist wirklich eine Wucht. Er hat wirklich Spaß gemacht zu bauen, auch wenn es hier ziemlich viel grau ist. Aber das lässt sich an den Kobi-Anleitungen wirklich gut wegklemmen, gerade wegen der Farbentsättigung. Und wir haben hier wieder tolle Bautechniken. Alleine hier zum Beispiel die Turbinen, die so hängen, die haben wir auf so Balljoints gebaut. Das habe ich eigentlich bei Kobi noch nie so gesehen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich mache mal hier den Ständer ab, der wirklich sehr, sehr gut hält, und zeige euch mal hier so ein paar Details. Also hier zum Beispiel alles wieder Brick-Build. Hier an der Seite natürlich große Wedges, wieder Formteile, die wir auch beim Huey haben. Hier oben dieses aufsteigende Heck, auch gebaut mit vielen Kobi-Slopes. Das Spornfahrwerk hier hinten finde ich ziemlich cool. Also so eine Felge und dann mit so einem Bolzen arretiert hier unten quasi noch. Da stehen wir ein Stab durch, das finde ich ganz cool. Dann von unten natürlich wieder alles glatt, man sieht fast keine Noppe. Dann diese Waffengondeln, die Drucke hier, die diese eigentlich Glasscheiben nach unten andeuten. Diese riesengroße Scheibe vorne. Viele Sitze, es passen wirklich 10 Minifiguren hier rein. Das zeige ich euch gleich. Vorne hier die Scheibenwischer und dann von der Seite noch einmal auch diese bedruckten Fenster. Das ist bei Kobi so. Wir sehen hier oben an den Turbinen auch wieder Drucke und hinten auch hier am Heck nochmal. Die Türen sind ziemlich cool. Die sind nämlich nur so reingehangen. Man hängt sie hier ein und kann sie dann so reinschieben. Es hält auch relativ gut. Ich zeige euch das mal in der Anleitung. Das kann ich nämlich jetzt am Set gar nicht so gut zeigen. So, wir stellen es mal weg. Ein sehr großes Gerät. Und ich zeige euch das in der Anleitung, dass die Türen eingeklemmt werden. Hier sieht man das. Also hier mit dieser eigentlich Befestigung zum Aufklappen, also ein Hinge eigentlich. Und wir klemmen das hier oben ein. Da sieht man es auch, da und da. Und damit können wir die Türen aufmachen. Finde ich eine ziemlich clevere Idee. Das auf beiden Seiten hat Spaß gemacht. Also generell strotzt dieser Hubschrauber hier von vielen Bautechniken. Ach, von oben haben wir auch sogar noch mal hier oben eine Gitterfliese. Also wirklich wieder alles das, was Kobi zu bieten hat. Nämlich Formteile, interessante Baulösungen, viele Baurichtungsumkehr und Detailverliebtheit. Was ich wirklich hier cool finde, ist, ich kann die Gondeln abnehmen. Die haben mich beim letzten Mal ja auch gestört. Beim Huey seht ihr, da habe ich auch keine Gondeln mehr drauf, weil ich hier unten die Ersatzteile habe. Bei der 5817 sind diese Waffengondeln gar nicht dabei. Die müsste auch 2 Minifiguren weniger haben. Und da habt ihr dann auch die relativ normale Version. Ich glaube, ein MG guckt an der Seite raus. Ihr werdet das Video zu der 5817, das Werbevideo, gleich im Anschluss hier an das Review finden, weil ich normalerweise hier die Fotos von meinen Sets in meinem Regal hinter mir mache, weil man da ein schönes weißes Bild hat. Aber das Ding hier kriege ich da gar nicht rein. Es ist viel zu groß, um es irgendwo zu platzieren. Also überlegt euch wirklich, wo ihr das Set hinstellt. Das ist der Hammer. Es sind halt, wie gesagt, 53 cm. Ja, also wirklich ein tolles Teil. Hat wirklich Spaß gemacht zu bauen. Auch hier hinten dieser unscheinbare Knubbel, aber wirklich mit Baurichtungsumkehr, viele Bügelperlen und dieses Turbine, die auf dem Balljoint hängt und so weiter, finde ich richtig cool. Und halt hier diese Türen. Ich mache es nochmal auf, da
Und da könnt ihr reingucken. So ein bisschen kann man vielleicht die Sitze erkennen. Wie gesagt, es passen hinten 3, dann nochmal 3, dann 1, 2 und hier vorne die 2 Piloten. Also wirklich 10 Figuren passen hier rein. Und das Fahrwerk finde ich auch ganz interessant. Ist nämlich auch so schön aufgehangen hier auf so einer Federung. Wenn ihr bei meinen Fakten zugehört habt, wisst ihr ja, dass dieses Fahrwerk auch nochmal quasi eine Abdämpfung ist, falls es mal bergab geht mit diesem Gerät. Ja, und auch hier hinten dieses Höhenruder. Ist das das Höhenruder bei Hubschraubern? Ich weiß es gar nicht. Finde ich auch ziemlich cool. Dieses Leitwerk auf jeden Fall. Ein schöner, großer Helikopter. Ich stelle ihn jetzt mal hier zur Seite. Da, zack. Seht ihr, zu groß für meinen Ausschnitt. Ich packe ihn mal hier an. So, jetzt können wir überdrehen. Ihr seht es. Der Hubschraubschraub. So, und dann natürlich der Stand, der auch super ist. Hier mit dieser gelaserten Plakette. Hier doppelt. Und ich glaube, dass Kobi hier diese typischen Kobi Jumper noch über hat, dass man hier die Minifiguren draufstellen kann, dass man die Plate umbaut hier, um dann vielleicht die Minifiguren mit draufzustellen. Das muss ich mal schauen. Ja, ich habe es euch gesagt, eine ganze Menge Steine über. Ich nehme es mal alles in eine Hand, weil diesmal ist es wirklich eine ganze Handvoll Steine. Ich nehme mal beide Hände, damit ihr es seht. Wie gesagt, die grauen Steine hier, die jetzt hier beiliegen, sind dafür da, um diese Gondeln abzubauen, um dann auch ein cleanes Bild zu haben. Also wirklich, finde ich gut, gerade wenn man eine Limited Edition hat, wo man oft nach dem Sinn fragt, sind so eine Handvoll Steine über immer gut. So, packen wir an die Seite. Schauen wir uns die Minifiguren an und dann müssen wir natürlich anfangen mit den Präsidenten. Ich halte euch die Figuren aber trotzdem nochmal als Bild mit rein. Sieht aus wie, ja, Herr Biden, finde ich ganz cool, schöner blauer Anzug. Alles Figuren, wo wir die Schuhe reindrücken müssen. Dann haben wir hier diesen Marine, diesen Wachmann mit einem M16-Gewehr. Auch wieder, der guckt ein bisschen ängstlich, wahrscheinlich hat er Angst, dass der Rotor ihn köpft. Und dann haben wir hier 2 Piloten, finde ich ganz lustig. Die haben nämlich oben jeweils Kobi und Army auf ihren Namensschildern da oben stehen. Sind hinten nicht bedruckt. Also keine Figur ist hinten bedruckt, auch der Präsident nicht. Nur hier auf den Seiten ist halt dieser Wachmann, dieser Marine bedruckt. Und zum Schluss nochmal hier der Herr, auch wieder oben steht Kobi und dann Army. Ja, die Kamera kann es eben nicht so gut einfangen, aber ihr habt ja rechts jeweils das Produktbild von Kobi gesehen. Ja, Freunde, wie gesagt, ihr bekommt jetzt gleich nochmal das Werbevideo für die 5817, also den Blackhawk in der normalen Version. Dann könnt ihr mal ein bisschen gucken, wie das aussieht ohne diesen Waffengondeln. Bezugsquellen von Kobi und Rabattcodes sogar findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie auch die Infoquellen meiner Fakten. Ja, Freunde, dann viel Spaß jetzt nochmal den kurzen Werbevideo und dann schauen wir uns gleich nochmal zum Abschluss in die Augen.
Freunde, da haben wir es fast geschafft. Wir sind am Ende angelangt, aber ich entlasse euch erst, wenn wir über 2 Punkte noch gesprochen haben. Und zwar sind das generell hier die Fliesen, die Steinequalität. Die ist natürlich wieder super, das ist typisch Kobi, aber die Steine wirken irgendwie schmutzig. Irgendwie sind die Steine vielleicht, ich kenne mich da nicht so gut aus mit diesen Druck, Press, Gussverfahren. Vielleicht sind das die ersten Steine, die durch neue Maschinen gerutscht sind. Sie haben so einen leichten schmierigen Film und durch diese großen Formteile hier habe ich teilweise ziemlich viele Kratzer auf den Steinen. Das ist gerade hier beim Stand so ein bisschen blöd und auch bei den Rotorblättern hier, weil die glänzen eigentlich schön schwarz, aber ich sehe halt hier Macken drauf. Das finde ich schade, gerade bei einer Limited Edition, die ja auch nicht gerade ganz ungünstig ist. Also teuer, sagen wir das Wort, die ja auch relativ teuer sind. Und dann sind wir beim zweiten Punkt, nämlich wir haben halt bei der Limited Edition hier 4 Minifiguren. Gut, 2 kann ich jetzt da irgendwie so platzieren, aber die beiden Piloten. Wenn ich das Set fertig gebaut habe, kriege ich die Piloten ganz schwer rein. Generell habe ich das Problem, ich finde, dass mit den neuen Figuren, mit diesen Füßen, ich die Kobi-Minifiguren nicht mehr so gut auf diese Sitzschalen pressen kann. Und jetzt hier bei dem Überbauten, wo wir wieder Platte auf Platte und Slope und sowas, da komme ich gar nicht mehr so richtig rein. Ich kann zwar hier diese wunderschönen Hubschrauber-Türformteile aufmachen, aber die Figur da so rein zu buxieren, das ist fast unmöglich. Wer das kann, kriegt von mir einen Lolli als Preis. Freunde, ihr habt es jetzt geschafft. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr mir noch einen Kommentar da lassen würdet und natürlich einen Daumen und ein Abo. Ein kostenloses Abo wäre auch ziemlich cool. Und wenn ihr mir einen Daumen runter gibt, schreibt mir bitte in die Kommentare, warum. Denn dann habe ich vielleicht etwas falsch gemacht und kann es beim nächsten Mal verbessern. In diesem Sinne, Freunde, bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Ja, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.